Nach diesem Tutorial wirst du in der Lage sein, einen Spieler einer Waffe hinzuzufügen und mit dieser auch schießen zu können, und diese bewegt sich auch immer dahin, wo die Maus sich hinbewegt. Wir starten damit, einen Global Data Script zu erstellen. Dieser sorgt dafür, dass wir von überall aus im Spiel Zugriff auf verschiedene Variablen haben bzw. Methods. Und das machen wir folgendermaßen: Wir erstellen hier ein Script, sagen global data.gd, und diesen fügen wir jetzt einmal unter Projekt, Projekteinstellung, Globals hier einmal hinzu. Wir nennen diesen einmal, Moment, hier auf diesen Ordner klicken wir einmal drauf und dann wählen wir die Global Data aus. Der nennt den Node automatisch schon so, wie ihr den Script auch genannt habt, und dann könnt ihr das Ganze auch schon hinzufügen. Und wenn ihr es richtig gemacht habt, sollte das hier angezeigt werden. Was bedeutet das? Diese Global Data, die werden neben eurer Weltszene auch geladen beim Start des Spiels. Das bedeutet, wenn ihr hier auf diese Remote-Ansicht einmal geht, dann seht ihr hier World und dann seht ihr auch Global Data. Das heißt, neben eurer Hauptszene, die ihr im Projekt ausgewählt habt, wird auch die Global Data geladen, und dann könnt ihr auch während des Spiels auch immer zugreifen auf alles, was in dieser Global Data drin steht. Es ist sehr hilfreich für zum Beispiel Signale, Methoden oder Variablen. In unserem Fall sind es erstmal Variablen. Wir fügen hier erstmal zwei Variablen hinzu, und das wird einmal in dem Fall onReady Variable World sein. Und genau, hierfür fügen wir einen Pfad hinzu. Das hier wird $, Punkt, Punkt, Schrägstrich, World sein. Und wir fügen auch onReady Variable Player ist gleich $, Punkt, Punkt, Schrägstrich, World, Schrägstrich, Player sein. Wie funktioniert so ein Part? Dieses Dollarzeichen hier, das funktioniert quasi wie die Methode getNode, und darauf muss immer ein Pfad zu einem bestimmten Node erfolgen, damit das Ganze auch funktioniert. In dem Fall haben wir hier Punkt, Punkt, World, und Punkt, Punkt bedeutet, dass wir immer einen Schritt zurückgehen in der Szene. Zum Beispiel von hier, von Global Data, müssen wir erstmal, damit wir World erreichen, einen Schritt zurück zu Root gehen, und von Root haben wir direkten Zugriff auf World. Das heißt, wir gehen einen Schritt zurück und dann zu World, und das gleiche funktioniert auch hier mit Player. Einen Schritt zurück zu Root, dann zu World und dann zu Player. So, als nächstes wollen wir ja eine Waffe hinzufügen zu dem Spieler. Aktuell hat dieser noch keine, und die erstellen wir jetzt als neue Szene. Für diese Waffe nehmen wir einmal eine Sprite 2D. Da dieser keine Kollision hat, brauchen wir auch keine Physics. Das heißt, wir nehmen eine einfache Grafik, also ein Sprite 2D, und da fügen wir dann noch ein Marker 2D hin. Der dient dann nachher als Spawn Point für die ganzen Kugeln, die wir verschießen. Das heißt, den Sprite 2D nennen wir einmal um in Gun. Und wir speichern die Szene einfach mal als Gun. Damit das Ganze auch dargestellt wird, geben wir der Gun auch eine Textur in Form von einem PNG. In unserem Fall ist es hier so eine kleine Pistole. Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist, dass dieser Punkt, also der Ursprung der Textur quasi, auf die äußerste Kante der Waffe gelegt wird. Das hat den einfachen Grund, dass wenn wir die drehen, die Waffe, dass sie nicht, so wie hier, sich einfach mittig dreht. Wir wollen, dass sie sich ab dem Punkt hier außen dreht. Das heißt, in meinem Fall setzen wir das Ganze einmal auf bei Offset 8 und 0. Das heißt, der Ursprungspunkt ist jetzt hier, und wenn wir jetzt die Waffe einmal drehen, dann dreht sie sich auch um diese Achse und nicht um den Mittelpunkt. Des Weiteren müssen wir den Marker auch einmal verschieben, und den setzen wir genau hier vorne, weil wir wollen ja, dass die Kugeln hier vorne rausgeschossen werden. Das heißt, wir setzen den Marker einfach auf die Spitze der Waffe, und das war's auch erstmal mit dieser Szene. Als nächstes erstellen wir eine zweite Szene, und das wird unsere Kugel sein. Und da sich unsere Kugel ja bewegt, müssen wir einen Charakterbody erstellen. Das heißt, wir erstellen eine neue Szene, Order Node, Charakterbody 2D, und hier brauchen wir wie immer bei jedem Charakterbody eine Collision Shape, und wir brauchen auch ein Sprite 2D.
damit diese auch schön dargestellt wird. Das heißt, wir fügen jetzt einmal einen Bullet Sprite hinzu. Das machen wir, indem wir die Textur von hier unten da oben drauf ziehen. Und wir fügen einen Collision Shape hinzu. Das machen wir hier. New Circle Shape, weil es ist ja auch eine Kugel. Wir benennen das Ganze noch einmal um in Bullet und speichern das Ganze auch einmal in bullet.tscn. So, dann haben wir einmal diese beiden Szenen. Diese brauchen jetzt aber noch ein Skript, damit diese auch funktionieren. Zu der Waffe fügen wir folgenden Skript hinzu. Wir gehen auf die Waffenszene, auf den Ursprungsnode, also auf den Eltern-Node, drücken hier auf Attach a New Script und sagen Gun. Wir haben jetzt eine Gun-Script erstellt und da schreiben wir jetzt folgende Sachen rein. Was wir einmal brauchen, ist einmal den Marker 2D. Den fügen wir hinzu, indem wir hier einmal draufklicken. Dann ziehen wir uns den rüber, drücken Steuerung, während wir ziehen und ziehen das Ganze einmal hier rein. Dann haben wir den Marker 2D bzw. den Pfad zum Marker 2D einmal hier drin gespeichert. Und dann brauchen wir noch zwei Funktionen. Das ist einerseits die Funktion Process. Diese wird, wie im letzten Tutorial schon erwähnt, einmal pro Frame aufgerufen. Das ist Process und hier gibt es dann die Delta Float Void. Ups, hier ist jetzt einmal doppelt geschrieben. Ihr müsst das natürlich nur einmal schreiben und zwar genau so. Dann in diesem Process, da wird einfach nur reingeschrieben, dass diese Waffe sich auch immer zur Maus dreht. Schreiben wir hier rein Look at. Das ist eine eingebaute Funktion, die dafür sorgt, dass ein Sprite immer zur rechten Seite, also dass diese rechte Seite immer zur Maus guckt. Also beziehungsweise zu dem Punkt, den ihr gleich hier eintragen werdet, gucken wird. Das heißt, Look at ist in unserem Fall Get Global Mouse Position. Und das war es tatsächlich auch schon mit der Process Function. Das heißt, jeder Frame wird gecheckt, ob dieser Gun jetzt zur Maus guckt. Und wenn nicht, wird diese Gun dann auch zur Maus gucken. Als nächstes fügen wir eine Shoot-Funktion hinzu. Die nennen wir einfach Shoot. Sie führt zu Void, so wie jede andere Funktion auch, da wir nichts ausgeben, sondern nur das tun, was da reingeschrieben wird. Und dann sagen wir Variable New Bullet ist gleich Bullet in großen Buchstaben, Punkt Instantiate. Genau, jetzt sollten wir eine Fehlermeldung kriegen und das ist, was ist Bullet? Fragt Guido uns hier und das beantworten wir ganz einfach mit, indem wir die Bullet ziehen von hier unten, mal hier oben mit einer Steuerung reinziehen und dann haben wir das Ganze auch schon als Konstante hinzugefügt, nicht als Variable, als Konstante. Das bedeutet einfach, dass diese nie wieder geändert werden kann, im Laufe des Spiels zumindest. Genau, und jetzt ist der Fehler auch hier schon weg und dann können wir das Ganze auch weitermachen. Wir ändern noch die Position. Also wir setzen den noch fest. New Bullet.Position ist gleich. Und da schreiben wir rein Marker 2D.Global Position. Das heißt, vom Marker 2D, also von dieser Spitze hier vorne, nehmen wir einfach die globale Position. Global Position ist anders als Position. Das bedeutet, die Position ist lokal in dieser Szene. Das heißt, die geht von diesem Punkt aus, das ist der 00-Punkt von dieser Szene. Und die Global Position ist von der Ursprungsszene, das heißt quasi die hier, also von der Szene, die ganz oben im Scene Tree steht. Das wäre in unserem Fall die Welt. Und die geht dann vom Nullpunkt hier aus. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir hier nicht Position, sondern Global Position reinschreiben. Aber hier links behalten wir Position. Als nächstes schreiben wir rein New Bullet.Target Position ist gleich. Und hier schreiben wir eine kleine Formel rein. Das ist einmal die Get Global Mouse Position. Das ist im Prinzip das gleiche wie Global Position hier, außer dass das hier einfach die aktuelle Mausposition ist. Dann sagen wir minus Marker 2D.Global Position. Das heißt, wir ziehen einfach von der aktuellen Mausposition die aktuelle Marker 2D Position ab
um daraus dann Punkt Normalize zu machen. Das ist wichtig, um einen einfachen Vektor 2 zu erhalten, der einfach nur eine Richtung beinhaltet. Mit ganz einfachen, zum Beispiel Vektor 2 1,0 wäre in dem Fall eine Richtung, die rechts bedeutet. Das war es dann auch hier schon. Nein, wir müssen auch noch globaldata.world.addChild und dann geben wir hier einfach ein New Bullet. Diese Funktion sorgt einfach nur dafür, dass die aktuelle neue Patrone in die Welt integriert wird. Das heißt, über die Global Data, die wir hier definiert haben und auch hier eingefügt haben über die Projektsettings, können wir jetzt auch von überall aus zugreifen, indem wir einfach nur reinschreiben globaldata.world. Das wäre in dem Fall globaldata.world. Genau, und dann addChild bedeutet einfach nur, dass wir die Szene, die wir hier reinschreiben, auch dann zu dieser Szene, die wir hier definiert haben, hinzufügen. Okay, dann war es das tatsächlich auch schon mit dem Skript für die Waffe. Jetzt haben wir allerdings eine Variable aufgerufen, die es noch nicht gibt, und das ist Target Position. Das bedeutet, bei unserem Bullet müssen wir jetzt auch noch einen Skript hinzufügen. Das machen wir auch wieder. Wir gehen auf die Bullet, drücken auf Plus und sagen einfach bullet.gd. Das heißt, wir fügen einfach wir löschen einfach alles raus, weil das ist voreingestellt. Und genau, das schreiben wir alles selbst. Wir brauchen in dem Fall 3 Variablen, die wir hinzufügen. Das ist einmal Speed, Target Position und Despawn Time. Speed. Und wir setzen das auf 400 in unserem Fall. Variable Target Position, das ist die wir in der Gun definieren. Und in dem Fall brauchen wir noch Despawn Time. Das bedeutet, das wird die Zeit sein, die die Kugel fliegt, bis sie dann erlischt, weil sie kein Ziel getroffen hat. Genau. Und wir brauchen zusätzlich dazu auch noch 3 Funktionen, beziehungsweise Methoden. Das ist Funktion Ready, die eingebaute Funktion Ready, die jedes Mal, wenn die Szene startet, aufgerufen wird. Und hier schreiben wir erstmal Pass rein und wir schreiben die nächste, das ist Funktion. Das ist auch eine eingebaute Funktion und das ist Physics Process. Und hier sorgen wir einfach nur dafür, dass die Kugel vom Startpunkt, also dem Marker 2D, bis ins Unendliche fliegt in die Richtung, wo die Maus hingeklickt hat. Das heißt, hierfür sagen wir Velocity, das haben wir schon beim Spieler gelernt. Velocity ist die Bewegung von diesem Character Body 2D und den setzen wir auf Target Position multiplied by Speed. Also in Richtung des targetierten Punkts, den wir angeklickt haben, mit der festgelegten Geschwindigkeit, die wir hier festgelegt haben. Und dann sagen wir noch Move and Slide. Das war es dann auch schon mit dem Physics Process und dann brauchen wir noch eine dritte Funktion und die nennen wir Despawn. Die führt auch zu Avoid, wie immer. Und hier sagen wir ganz einfach Await. Await bedeutet, dass solange das, was wir jetzt hier hinterschreiben, noch nicht passiert ist, solange wird auch die nächste Zeile nicht aufgerufen. Das heißt, wir fügen hier einmal einen Timer hinzu, getTree.createTimer. Und hier müssen wir jetzt eine Zeit festlegen. getTree ruft den Ursprungsnode auf, wo alles startet, beziehungsweise die Wurzel von unserem Spiel und fügte daran noch einen Timer hinzu mit createTimer und jetzt verlangte diese Methode auch noch, dass wir eine Zeit festlegen und das ist in unserem Fall Despawn Time und wir sagen dann ganz einfach Punkt Timeout. Punkt Timeout bedeutet, das hier ist ein Signal. Und dieses Signal wird von einem Timer immer aufgerufen, sobald die Zeit hier abgelaufen ist. Das heißt, wenn wir getTree.createTimer stellen wir einen Timer, den setzen wir auf, in unserem Fall sozusagen, auf 1 Sekunde. Wir sagen hier Variable, Despawn Time ist 1 Sekunde. Und wenn diese Sekunde abgelaufen ist, dann wird das Signal Timeout ausgelöst. Und wenn das ausgelöst wird, dann werden wir hier die nächste Zeile aufrufen, beziehungsweise unser Skript wird das tun. Und wir fügen hier einfach nur Q3 hinzu. Das bedeutet ganz einfach
dass diese Szene gelöscht wird. Und das war's tatsächlich auch schon mit der Bullet und auch mit der Gun. Genau, jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, das Ganze auch aufzurufen. Wir schauen uns den Player-Script an und da fügen wir dann einmal die Gun als Szene hinzu. Das machen wir, indem wir die Szene von hier ganz einfach auf den Spieler ziehen. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, sollte sie auch schon an der richtigen Position sein. Falls dies nicht der Fall ist und du möchtest, dass sie hier angezeigt wird, ist das auch kein Problem. Dann zieh die einfach dahin, wo du sie brauchst. Wir lassen sie in dem Fall einfach hier in der Mitte. Und wenn wir die Szene einmal starten, dann sollte die Waffe sich auch immer zur Maus drehen. Allerdings können wir noch nicht schießen und das fügen wir jetzt hinzu. Und das machen wir im Spielerscript. Da haben wir alles, was mit Inputs zu tun hat, zum Beispiel die Bewegung, wollen wir auch, dass der Klick von der Maus auch hier beim Spieler gehandelt wird. Das heißt, wir fügen eine neue Funktion hinzu und das ist auch eine eingebaute Funktion, die heißt Input. Die trackt einfach nur alle eingegebenen Sachen, die der Spieler eingibt. In dem Fall, solange der Player in dieser Szene existiert, wird jetzt immer getrackt, wenn der Spieler zum Beispiel W drückt, wird hier diese Funktion ausgeführt und checkt, okay, war es ein W? Und falls es ein W war, dann wird das bzw. das gemacht. In unserem Fall fügen wir einfach nur hinzu, if event is action pressed. Es gibt action pressed, das ist, wenn ein Button gedrückt wird, und es gibt action released, das ist, wenn der Button wieder losgelassen wird. Wir brauchen action pressed und wir sagen hier einfach mouse left. Und wenn das der Fall ist, sagen wir ganz einfach get node gun. Das heißt, wir gehen von hier zur Gun, sagen Punkt shoot. Das heißt, wir führen einmal die Shoot-Funktion aus über die Gun. Allerdings gibt es dieses Mouse Left noch gar nicht. Das heißt, wir kopieren das einmal hier raus, gehen zu unserem Projekt, Projekteinstellungen, Input Map und hier fügen wir eine neue Action hinzu. Das machen wir, indem wir sagen Mouse Left, Add. Und wenn wir es richtig gemacht haben, sollte bei der Suche bei Maus auch Mouse Left erscheinen. Und wir sagen einfach Add Event auf der rechten Seite, klicken einmal mit der linken Maustaste hier rein, dann wird getrackt, okay, wir wollen die linke Maustaste tracken, drücken auf OK, Closed und wenn wir alles richtig gemacht haben, können wir die Szene starten, können den Spieler bewegen und wir können dann auch schon schießen. Genau. Falls euch das Tutorial geholfen hat bzw. gefallen hat, lasst gerne ein Like da und falls ihr noch Fragen dazu habt, schreibt gerne einen Kommentar mit eurer Frage und ich versuche sie zu beantworten. Und falls ihr Interesse daran habt, an weiteren solcher Tutorials, dann abonniert gerne diesen Kanal. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei eurem Projekt. Im nächsten Tutorial zeige ich euch dann noch, wie ihr Gegner abschießen könnt.